Keine Ahnung, was du mit Mais-Tortillas anstellen kannst und auch keinen Bock auf Tacos? Kein Ding, ich zeige dir gleich ein grandioses und einfaches Rezept. Werfe eine grob gewürfelte Zwiebel und eine oder zwei grob geschnittenen Knoblauchzehen in eine Pfanne und brate sie bei mittlerer Hitze an. Sobald die Zwiebeln glasig sind, hau 2 Dosen Bohnen samt ihrer Flüssigkeit dazu. Und wenn du schwarze Bohnen finden kannst, nimm sie auf jeden Fall. Wenn du es etwas schärfer magst, schnapp dir gerne eine Chipotle-Schote und gib sie dazu. Das rauchige Aroma wird deine Frijoladas aufs nächste Level bringen. Außerdem kommt noch etwa ein halber Teelöffel trockener Epazote dazu. Epazote verleiht mit seinem kräftigen und komplexen Geschmack deinen Frijoladas das gewisse Etwas. Leicht bitter, würzig und mit einem Hauch von Campa erinnert es an Oregano und Fenchel. In der mexikanischen Küche ist Epazote weit verbreitet, insbesondere in Bohnengerichten, da es hilft, die blähende Wirkung von Hülsenfrüchten zu reduzieren. Wenn du keine Epazote findest, kannst du es durch Kreuzkümmel ersetzen, aber ich lasse dir auf jeden Fall Links dafür in der Infobox. Jetzt kannst du die Bohnen für 7 bis 10 Minuten köcheln lassen. Wenn es soweit ist, nimm den Topf von der Herdplatte weg und lass alles abkühlen, bevor du es in den Mixer gibst. Moment mal, weißt du was? Ich hätte anders anfangen sollen, denn heute zeige ich dir gleich 2 Frijolada-Rezepte. Einmal mit Hähnchenfleisch und einmal als Veggie-Variante. Und für die Frijoladas mit Hähnchenfleisch bräuchten wir jetzt eine Tasse Hühnerbrühe. Also, für Hähnchenfleisch und Frijoladas, bevor du mit den Bohnen loslegst, gibst du am besten eine halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe, ein großes Lorbeerblatt, einen Teelöffel Salz und etwa 600 Gramm Hähnchenbrust in einen Topf mit kaltem Wasser und bringst das Wasser zum Kochen. Dann lässt du die Hähnchenbrust in der köchelnden Brühe für etwa 20 bis 25 Minuten ihre Sache machen. Wenn sie schön durchgezogen ist, fischst du das Geflügel heraus und gönnst ihm eine kleine Pause auf einem Teller. Ach, und vergiss nicht, eine Tasse von dieser goldenen Brühe für später zur Seite zu stellen. Okay, jetzt können wir mit den Bohnen weitermachen. Die Bohnen und die Tasse Brühe werden in den Mixer gegeben und zu einer cremigen Konsistenz verarbeitet. Wenn du die vegetarische Variante bevorzugst, kannst du die Hähnchenbrühe einfach durch Gemüsebrühe oder Schlagsahne ersetzen. Danach kannst du einen Topf mit etwas Öl bei mittlerer Hitze auf den Herd stellen und die Bohnencreme hinzufügen. Lass sie einfach eindicken, bis die Konsistenz etwa so aussieht. Wenn du ein Fleischfresser bist, kannst du in der Zwischenzeit das Hähnchenfleisch zerpflücken. Aber wenn du eher pflanzliche Aromen bevorzugst, kannst du eine halbe Zwiebel fein würfeln. Um ihren penetranten Geschmack zu mildern, lege die geschnittenen Zwiebeln für etwa 15 Minuten in kaltes Wasser. Das kalte Wasser macht außerdem die Zwiebeln schön knackig. Bevor wir weitermachen, muss ich dir etwas über Maismehl-Tortillas erklären. Wenn sie frisch gemacht sind, können sie wunderbar mit Soße übergossen werden, ohne dass sie kaputt gehen. Aber gekaufte Tortillas sind in der Regel nicht mehr so robust wie frisch gemachte und müssen deshalb ganz kurz von jeder Seite in Öl frittiert werden, damit sie einen Tauchgang in der Soße oder diesmal der Bohnencreme überstehen. Also, wenn du frische selbstgemachte Mais-Tortillas hast, kannst du diesen Schritt überspringen. Ansonsten musst du sie etwa 10 Sekunden pro Seite frittieren. Sobald du genug Mais-Tortillas für dich und deine Gäste frittiert hast, kannst du auf einem Teller etwas von der Bohnencreme verteilen. Dann fügst du deine gewünschte Füllung auf eine Tortilla hinzu, faltest sie und legst sie auf einem Teller. Pro Person empfehle ich dir 3 bis 4 Frijoladas. Ganz traditionell verwendet man in Mexiko gekochtes Hähnchenfleisch, aber im Grunde könntest du auch etwas anderes nehmen. Und es muss auch nicht unbedingt gekocht sein, gebraten oder was auch immer geht auch. Für die vegetarische Variante empfehle ich dir eine Mischung aus deinem Lieblingskäse und den Zwiebelnbüffeln, die du natürlich im Voraus aus dem Wasser geholt und abgetrocknet hast. Dann gieße großzügig von unseren leckeren Bohnencreme drüber und vergiss nicht, etwas saure Sahne und frischen Weißkäse hinzuzufügen. Das gehört einfach dazu. Deine Frijoladas kannst du auch mit ein paar roten Zwiebelringe aufhübschen. Frijoladas sind eine ultra leckere und günstige Spezialität mit Mais-Tortillas. Und wenn du weitere, in Deutschland weniger bekannte Rezepte mit Mais-Tortillas entdecken möchtest, ist die Playlist links auf dem Bildschirm wie für dich gemacht.